Jimny. Der kennt unseren Jimny gar nicht mehr, weil er so nicht mehr aussieht wie ein Jimny. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge mit uns mit Neuland Stories. Wir sind unterwegs, Leute. Was geht ab? Das ist so crazy. Das ist crazy, Leute. Das ist so klein, dass wir hier zusammen drauf passen. Ja, wir machen einen kleinen Feldtest. Haben wir schon im Winter einmal gemacht mit unserem allerersten Setup, nur mit Dachzelt. Und jetzt dachten wir so einmal mit allem. Und ich muss schon sagen, beim Packen hat es sich schon deutlich besser angefühlt wie vor ein paar Wochen im Dezember. Ja. Ja, und wir treffen uns mit einem lieben Freund, der auch sein Dachzelt testet. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Ich weiß es gar nicht, ob unsere Zielgruppe sich so überschneidet, aber wir lassen ihn ein paar Worte sprechen. Zumindest ja vielleicht aus unserem Podcast. Ja, stimmt. Genau. Ja, er hat sich auch was Neues zusammen gebastelt. Ist auch noch dabei. Und ist auch dabei und testet auch mal sein Dachzelt-Setup. Während der Fahrt checken wir jetzt direkt mal unser Elektronik-Setup. Da haben wir uns ja Hilfe von unserem langjährigen Partner Wattstunde geholt. Und das Coole ist, wir können hier jetzt direkt per App gucken. Wir haben ja den Alternator Charger verbaut und direkt in der App gucken, wie es lädt, wie lange es noch laden muss, damit sie voll ist und wie warm die Powerstation auch ist. Und kriegt richtig viele Details, richtig cool. Das war der Ton, für dass ich via App auf die Powerstation zugegriffen habe. 23 Minuten noch, 89% schon geladen und die Temperatur der Powerstation ist 16 Grad. Optimal. Und Wattstunde hat uns für unser Setup die Delta EcoFlow 3 Plus empfohlen. Und damit funktioniert extrem gut mit dem Alternator Charger, dass wir selber entscheiden können, wie viel Watt die Lichtmaschine während der Fahrt laden soll. Weil bekanntlich der Jimny ja nicht die allerbeste Lichtmaschine hat, können wir das dann einfach ein bisschen drosseln und nicht die kompletten 800 Watt laden, die das normal machen kann, sondern wir haben es jetzt immer so zwischen 300 und 400 Watt eingestellt. Und damit kommt unser kleiner Jimny dann auch wiederum klar. Bevor wir jetzt aber an unserem Spot ankommen, drehen wir noch mal kurz eine Runde mit Peppy und dann zeigen wir euch unser Setup auch noch mal inklusive Solarpanel. Und so können wir richtig gut auch bei so einem Wetter, wenn wir so Glück haben wie heute, natürlich auch mit Solar laden, wenn wir irgendwo ankommen und nicht nur während der Fahrt. Aber wir haben diese beiden Optionen und dank Wattstunde ist es jetzt auch alles mega klein. Die EcoFlow steht hinterm Sitz, das Solarpanel hat 140 Watt, ist aber trotzdem richtig klein und flach zu verstauen. Das ist richtig cool, mega gutes Setup. Der Alternator ist unterm Sitz, was willst du mehr? Das perfekte Wetter aktuell für Solarpanels, aber nicht nur für unsere Mini-Ausstattung im Jimny gibt es was bei Wattstunde, sondern für jegliches Camping-Szenario. Es lohnt sich auf jeden Fall im Webshop da mal vorbeizugucken. Und ab heute, dem 15.03., sind da auch die Aktionswochen, die Power Week. Und ihr könnt bis zu 75% auf jegliche Top-Produkte sparen. Und dazu kriegt ihr auch noch von uns einen Code NEULANDPOWER und damit kriegt ihr nochmal 5% auf die sowieso schon günstigen Preise von Wattstunde. Also schaut mal im Webshop, bei Solarkonto heißt der, vorbei. Da findet ihr dann größere Sachen, kleinere Sachen, eigentlich für jedes Szenario findet ihr da was. Ja. Und wir packen auch alles nochmal in die Beschreibungsbox. Da seht ihr nochmal von wann bis wann, den Link und unseren Code. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Woche mal vorbeizugucken. Yes. So, jetzt aber genug Technik-Laberei. Yes. Wir fahren weiter zu unserem Spot und testen unser finales Equipment. Ja, ich freue mich jetzt schon richtig drauf.
Da bin ich ja mal gespannt. Ich denke mal hier runter, oder? Ja. Sitzt da schon. Haben wir unsere Stühle mit? Ja. Die habe ich noch eingepackt. Wir haben nichts zum Leveln. Nee. Buongiorno! Willkommen. Wunderschön, wunderschön ist es. Guten Tag. Da ist der Manu. Hi. Na, seid ihr bereit? Ja, Wissen wir noch nicht so richtig. Dachzelt. ja wir haben Kissen vergessen. Na gut, na dann. Wir haben ja einen Pullover dabei. Wieder, guck mal. Was ist los? Aber- Hier sind die Keile. Krass. Ich habe heute der das Ding habe. Geht. So, wir bauen mal auf. Ja, ist beide schon? Ja. So, und jetzt nutzen wir meine neu genähte, mega gute Reißverschlusssituation. Und wie läuft? Aha. Mega gut. Ja, das ist mega gut. Das ist super gut. Ich hasse euch. Nimm es raus, ne? Ja. Bei der Einlagerung in die Jahre gekommen. So, jetzt Super entspannte Sache. Als würden wir es jeden Tag machen. Gelernt oder nee, gekonnt ist gekonnt. Fast. Cool. Schuhe aus. Das Überbleibsel der Panamerikaner. Tasche. Oh, wir hätten hier gut 2 Kissen reingepasst. Svenja, ey. You came in today, a smile upon your face, laughing at the way that I fixed that leaky sink. When you walked in, I knew I smelled the sweet perfume. You just washed your head, and you think that I stink. Oh, our love is impossible. We love like there ain't nobody else. Our love is unstoppable. Thank you for loving me. Ach so. Wir haben die Stangen ja mit. Die sind jetzt hier mit drin. Und da habe ich nicht mehr dran gedacht. Die sind mir ein bisschen rausgefallen. Rang the dinner bell. Oh, it sure smells swell. The Instant Ja. Pot has granted us another wish. You dance around the room to another tune. Aha, while I das ist doch nicht so swirl doof. all around, holding up a covered dish. Oh, our love is impossible. We love like there ain't nobody else. Our love is unstoppable. Dachzelt und Markise stehen und während Manu und Basti noch ein bisschen an der Elektronik rumfummeln, fange ich an, uns was Leckeres zum Essen zu machen. Danke. Bitte.
Ja, oder meinst du, man kann das hier so da rausholen dahinter? Nee. König. Die Handgriffe sitzen noch nicht so richtig. Oh nee, ich habe einen Schäler vergessen. Hat jemand einen Schäler dabei? Okay, passt schon, kriegen wir irgendwie hin. Aber hast unsere erstes Stilprodukt im Einsatz? Super, gell? Down in the valley where the roots lay low and the river bends while the water flows. You were laying down with your toes exposed on a rocky face Cheers. with the morning's on the Appenzeller. I'm glad that I found you. Oh, I'm glad that I found you. I'll call you on the boulevard to tell you you're not too far from home where I can hold you in my arms and play you songs on my old guitar. Oh, I'm glad that I found you. Oh, I'm glad that I found you. Basti kommt immer nur für die Spaßsachen. I think you ought to know that you're my best friend. I need you more than kites need wind. We can go together to the very end. Getting lost with you is time well spent. Ooh, I'm glad that I found you. Cheers. I'm glad that I found you. Wir leben noch. So langsam wird es eine Spur frischer. Das Feuer ist schon an. Das Gulasch kocht. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Es gibt heute Abend Gulasch. Eins unserer Favorite-Gerichte, die wir immer in Patagonien gekocht haben. Und jetzt fehlt nur noch die warme Jacke. Wir sind übrigens in der Nähe von Sasbach-Walden. Das ist ein bisschen südlicher von Baden-Baden. Unterhalb der Schwarzwald-Hochstraße und entlang der Badischen Weinstraße. Wir trinken allerdings pfälzischen Wein. Schmeckt beides gut. Und ja, wir würden gerne sagen, wir gucken jetzt den Sonnenuntergang, aber es ist schon ziemlich neblig. Das macht aber nichts. Wir kuscheln uns jetzt ein. Gleich gibt es lecker Essen. Und wir sitzen am Lagerfeuer. Mit Freunden. Beziehungsweise mit Freund. Was will man mehr? Vier Jahre lang war unser Van unser Zuhause. Unser Wohnzimmer, unsere Küche, unser Rückzugsort. Und trotzdem haben wir uns und viele auch aus unserer Community irgendwann gefragt, warum den Lebensraum noch weiter verkleinern? Die Antwort für uns ist eigentlich ganz einfach, weil es sich genau darum dreht, mehr draußen sein, mehr Natur, mehr echtes Camping. Wie viel Uhr ist es denn? Es kocht ja schon eine Stunde, oder? Mit dem Dachzelt und Chimney rückt das Leben wieder ein Stück näher an das, worum es uns ursprünglich immer ging. Morgens die Tür aufmachen und mitten in der Natur stehen. Umso schöner, dass wir den ersten Test unseres finalen Setups nicht alleine machen, sondern nach kurzer Zeit Anschluss gefunden haben bei Menschen,
die genau dieselbe Leidenschaft teilen. So Leute, sehr gern. Ich hoffe, es schmeckt. Achso, ja, pass auf, dein Löffel klebt in der Mitte. Kann zu Spritzern auf allem führen. Eine Gabel war das. Guten Morgen. Das war eine gute Nacht. Das war, glaube ich, richtig schön. Ich habe nicht gefroren. Obwohl nur Boxershorts und T-Shirt. Mehr hat es nicht gebraucht. Aber wir haben Kopfkissen vergessen. Ich glaube, mit Kopfkissen wird es dann nochmal deutlich besser. Aber es war so schon gut. Hi. Na? Peppi und ich, wir hatten auch eine richtig gute Nacht. Wir drehen kurz eine kleine Pipi-Runde, bevor es dann direkt Kaffee gibt. Manu, der beste Campnachbar der Welt, hat mir schon Kaffee gemacht. Und ich mache mir jetzt noch schnell Milch warm. Möchtest du warme Milch im Kaffee oder trinkst du schwarz? Ich trinke meinen Kaffee so, wie mein Humor und meine Seele sind. Morgen. Simple. Ein Bini-Bild gemacht. Geht schon kaputt. Wieso? Sieht so aus, dann ist das schon. Macht sich doch nur ein Nest. Ja. Das Frühstück war richtig lecker. Svenny hat uns Overnight Oats vorbereitet. Sensationell, ich finde es beste Frühstück. Und wenn der Manu aufgeräumt hat, Ja, ich hab's schon aufgeräumt. dann kriegen wir jetzt mal einen kleinen Blick in das Amarok-Setup. Wer unseren Podcast gehört hat, der weiß natürlich, dass Manu normalerweise auch einen Van hat, aber mittlerweile auch auf Dachzelt umsattelt. Das wollen wir uns natürlich mal angucken. So Manu, jetzt musst du uns dein Auto zeigen. Bitte. Ja, VW Amarok, Baujahr 2018, 204 PS, V6 Motor, 3 Liter Maschine. Wie lange hast du schon dran rumgebastelt bisher? Oh, vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen, irgendwie sowas. Also eigentlich hält sich noch schwer in Grenzen. Was jetzt als nächstes kommt, ist die Elektrik. Davor habe ich am meisten Schiss, weil ich da einfach überhaupt nicht so firm bin. Aber so an und für sich war noch gar nicht so viel Arbeit drin gesteckt.
Hier also Schwerlastauszug, kann man bis 240 Kilo belasten. Macht natürlich das Leben deutlich einfacher, wenn du die Sachen aus der Heckgarage rausziehen kannst. Habe jetzt aber mit dem Rollcover natürlich auch die Möglichkeit, von oben an die Sachen ranzukommen, wenn es sein muss. Müsste jetzt nicht unbedingt elektrisch sein, aber macht es natürlich angenehmer. Genau, das Zelt selber, das oben drauf, beziehungsweise das Gestell, auf dem das Zelt dann ist von Tessera 4x4. Das ist halt so ein Offroad-Marke aus Griechenland. Und da habe ich jetzt aber einen Frontrunner Roof Rack drauf operiert, weil es da halt viele Möglichkeiten gibt, die du noch dran schrauben kannst. Ich habe jetzt auch so ein Quick-Release-System, wo ich das Dachzelt auch relativ schnell dann runternehmen kann. Ich habe in der Garage so einen kleinen Deckenkran gebaut. Das heißt, dann fahre ich im Winter ohne Dachzelt rum. Das spart natürlich auch ein bisschen Gewicht. Und das tut dem Zelt natürlich auch nicht so gut, wenn es den ganzen Winter immer draußen ist. Ja, und ansonsten auf dem Auto selber auch nochmal ein Roof Rack, wo dann ein Gimmick draufsteht, wofür die beiden mich gerade sehr beneidet haben heute Morgen. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen will. Ja, komm, zeig das mal. So, ich habe nämlich, ich hatte früher schon meine Standheizungsbox, die war aber sehr, sehr riesig. Und ich habe jetzt einfach mal so als Nebenprojekt mir quasi eine Standheizungsbox gebaut in einem kleinen Packmaß. Das sieht so ganz schick aus und es tut sehr, sehr gute Zwecke. Habe die ganze Nacht bei 5 Grad Außentemperatur, ich schätze mal drin so um die 16, 17 Grad gehabt, auf niedrigster Stufe und noch 2, 3 Lüftungsschlitze offen, dass frische Luft reinkommt. Das ist sehr angenehm. Fast wie bei uns heute Nacht. Ja, und das ohne Thermozelt. Also glaube ich, wenn ich noch ein Thermozelt gehabt hätte, hätte ich ausmachen müssen, weil das wäre zu warm geworden. Ja, ansonsten Sandboards mit dabei, noch eine Markise dabei. Soll jetzt aber auch noch einiges passieren. Das Fahrzeug soll noch mal eine Höherlegung kriegen, vor allem für die Hinterachse auch noch mal ein bisschen mehr Power, weil da doch relativ viel Gewicht drauf hängt. Und dann schauen wir mal, was so passiert die nächsten Monate und Jahre. Aber das ist jetzt mal so sind die Basics. Ich liebäugle natürlich trotzdem noch mit Rockslidern, Unterbodenbeleuchtung, wenn du Offroad fährst. Und natürlich muss noch Licht mit dran. Und also es ist auf jeden Fall noch viel, was passieren wird. Also falls ihr Lust habt, falls euch das interessiert, schaut gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Schalldose on Tour. Blenden wir hier irgendwo ein. Sehr gut. Schalldose on Tour. Sehr gut. Ja, es ist hauptsächlich Bastel-Content, hier und da mal ein bisschen unterwegs. Ja, und das ist das aktuelle Amarok-Projekt. Mega. Ich freue mich schon, wenn ich hier Sommerschuhe anhab und man hier vielleicht auch sogar barfuß dann hochkommt und man sich nicht mehr aus den Winterschuhen raus zwängen muss. Also die Wintercamping-Ausflüge, die haben uns jetzt echt schon viel Spaß gemacht, aber ich glaube, im Sommer wird es nochmal richtig gut. Die Transporttasche, die haben wir noch von unserer Panamerikaner-Reise über. Die war auch auf unserem Van oben auf dem Dach, auf dem Dachträger. Und jetzt hier passt sie eigentlich auch perfekt vor das Dachzelt. Und wir können ja so Schlafsäcke und alles, was unten halt keinen Platz mehr findet im Jimny, was wir sowieso nur hier oben brauchen, hier oben drin verstauen. Thermozelt muss auf jeden Fall auch raus. Das hat auch keinen Platz, wenn man es zusammenbaut. Hätten wir auch schon ein bisschen früher rausmachen können. Hier innen ist nämlich noch ein bisschen Feuchtigkeit, aber echt nicht viel. Also so langsam ist auch Wintercamping, also im Frühling ist die Luft doch trockener als dann direkt im Dezember. Ja. So, die Sachen sind verstaut. Mir ist auch ganz schön warm geworden. Und jetzt heißt schon zusammenräumen. Verrückt.
Schön war's, Leute. Toll. Wir sehen uns morgen. Das ist ein gutes Zeichen, finde ich, oder? Das war ein richtig cooler Test und es hat richtig Spaß gemacht. Wir freuen uns auf mehr. Ja, absolut. Und Emoji der Woche ist natürlich ein Zelt. Wie sollte es anders sein? Das wird jetzt wahrscheinlich öfters kommen. Ja. Es macht super viel Spaß. Unser Setup nimmt so langsam Form an und ist funktionabel und es funktioniert, wie wir uns das überlegt haben. Und wir haben Aber wir richtig finden Bock. immer noch hier und da eine Ecke, was wir verbessern können. Deswegen war der Test richtig gut. Ist immer ein never-ending Ja, Projekt. voll. Ja. Sehr gut. Schön, dass ihr dabei seid. Like das Video, hype das Video, abonniert unseren Kanal. Es geht bald los, also so richtig. Und ja, wir freuen uns drauf. Und switchen wir rüber zu Manu, Schalldose on Tour und gebt denen auch ein bisschen Liebe da drüben. Ja, da könnt ihr auch was lernen auf dem Kanal. Genau. Danke Danke. euch. Ende.